Herzlich willkommen zu einem Blick in unserem Alltag. In diesem Video zeige ich dir, wie du jeden Reifen wie neu aussehen lässt. Du kannst es dir natürlich einfach machen, einfach den Reifen ein bisschen abspülen und Reifen hier rüber schmieren. Sieht auch erstmal gut aus. Das Problem ist, es entsteht relativ schnell sogenanntes Browning. Das heißt eine Braunfärbung des Reifens. Das passiert meistens, wenn einfach nur irgendwelche silikonhaltigen Reifenglanzmittel drüber geschmiert werden. Deswegen ist die Reinigung davor besonders wichtig. Ich würde mal empfehlen, das im Rahmen der Felgenreinigung zu machen und danach dann ein vernünftiges Reifenpflegemittel im Anführungszeichen. Der Reifen wird nicht gepflegt, sondern nur zum Glänzen gebracht oder auch im matten Zustand versetzt, dazu später mehr. Aber wie gesagt, als erstes die Reinigung und damit starten wir jetzt durch. So, das Vorher ist, denke ich, relativ eindeutig. Wir haben einen normal verschmutzten Reifen, nichts Verrücktes, sondern das, was uns im Alltag begegnet. Auto ist knapp 2 Jahre alt, fährt normal auf der Straße. Wir haben gerade Winter, das heißt, wir haben oder alltagsübliche Verschmutzungen, die wir auch einmal runterspülen und überschmieren können. Aber wir wollen ja hier mal die intensive Reifenreinigung zeigen. Nach dem ersten Abspülen oder Abkerchern, um den Sand zu entfernen, verwenden wir einen Allzweckreiniger oder einen Vorreiniger. Da gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten, verlinken wir hier unten. Und bei dem Produkt ist ein intensiveres Produkt, was wir auch zur Vorwäsche verwenden, siehst du sofort, wie der Reiniger mit dem Dreck reagiert. Es wird sofort alles gelb, bräunlich. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Schmier auf dem Reifen. Ein Reifen ist schwarz, deswegen sieht man den nicht sofort, wird hier aber optimal sichtbar gemacht. Dann arbeiten wir mit einer harten Bürste am Reifen. Warum? Wir brauchen eine mechanische Reinigung, um das Gummi in allen seinen Vertiefungen wirklich sauber zu machen. Es gibt hier auch Reifenreiniger, die kleine Schleifpartikel drin haben, die genau das machen, aber man muss meiner Meinung nach nicht unbedingt einen Reifenreiniger haben. Ich nehme da einfach einen alkalischen Reiniger und diese harte Bürste. Achtung, nicht an die Felge kommen, die ist wirklich hart, da sollte man sehr vorsichtig sein, das heißt gerade im Innenbereich ein bisschen vorsichtig arbeiten. Zwischendurch spülen wir mal ab, um den ganzen Dreck auch runter zu bekommen und sprühen dann immer wieder regelmäßig Reiniger rauf. Warum? Der Reiniger ist ein guter Indikator in dem Fall, ob der Reifen sauber ist. Wird der Reiniger nämlich nicht mehr gelb, ist der Reifen sauber und so lange wiederholen wir diesen Prozess, bis der Reiniger bei der Reaktion und beim Bürsten nicht mehr gelb wird. Runde Nummer 2, los geht's! Hier siehst du auch noch, wie wir wirklich eine leichte Gelbfärbung noch haben. Es ist lange nicht mehr so matschig und braun wie davor, aber es ist noch Schmutz drauf. Also einmal zu Ende reinigen, runterspülen und Runde Nummer 3. Wir haben nur noch weißen Reiniger, das heißt, der Reifen ist jetzt relativ sauber oder sauber genug. Wie gesagt, wichtig ist, diesen Schritt so lange zu wiederholen, bis der Reiniger nicht mehr schmutzig aussieht. Dann ist der Reifen auch mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sauber. Der Reifen ist jetzt sauber, man sieht, er ist wirklich nicht mehr gelb beim Trocknen. Wir blenden dir jetzt mal ein, wie so ein nur halb gereinigter Reifen aussieht. Da sieht man, er sieht zwar sauber aus, hat aber immer wieder gelbe Stellen. Teilweise ist er von der Abnutzung und vom Salz hier schon weiß, das ist aber nicht schlimm. Das wird gleich wieder schön gleichmäßig schwarz. Ob du jetzt eine glänzende oder eine matte Reifenpflege auswählst, ist eine Geschmackssache. Auch hier zeigen wir dir mal beide Unterschiede. Also ein Beispiel, es geht mit Sicherheit noch glänzender, aber das ist schon, denke ich, das höchste der Gefühle. Und auch bei der Applikationsmethode gibt es verschiedenste Varianten vom Pinsel über spezielle Applikationsschwämme, übers Tuch, Sprühen, da gibt es alles Mögliche. Ich verwende ganz gerne so einen Applikator mit so einer kleinen Tasche. Damit kommt man dann nämlich auch im unteren Bereich gut an den Bereich bis zum Boden und muss nicht unbedingt das Auto vorfahren. Zur Applikation ist nicht viel zu sagen, super easy, machen wir jetzt. Ja, machen wir jetzt. Wir geben einfach eine gewisse Menge auf unseren Applikationsschwamm und verteilen das regelmäßig auf den Reifen. Das ist ganz wichtig, gerade bei Vertiefungen, Buchstaben und Co., dass man wirklich tief in die Vertiefung kommt. Geht lieber 2-3 Mal mehr rüber, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu haben und vielleicht nicht danach gleich losrasen, weil dann kann es spritzen. Will der Kunde danach direkt los, dann bitte erstmal trocken wischen. Ansonsten gibt es nicht mehr zu sagen, weiter geht's. So einfach geht es. Ein paar Dinge sind zu beachten, mit Sicherheit nicht kompliziert. Deswegen einfach mal so ein bisschen ausprobieren, womit man am besten klarkommt, auch bei der Applikationsmethode. Wir lassen es jetzt noch trocknen, dann hat es das Ergebnis, wie wir vorhin schon gezeigt haben. Nass sieht das noch ein bisschen glänzend aus, wird danach aber schön matt und ich finde, es sieht einfach aus wie ein neuer Reifen. Gefällt mir persönlich besser und wenn meine Instagram-Follower
auch so oder die sehen es auch so wie ich. Da habe ich nämlich nachgefragt. Die meisten mögen Matte Reifen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.